Willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute können Sie wieder einen Beitrag von Bert Hellinger live hören. Seine Stimme, seine Gedanken, seine Worte möchte er transportieren zu Ihnen, wenn Sie bereit sind, sich auch diesem Thema näher zu stellen. Es geht um die Auseinandersetzung, um Gewalt. Und wie können wir in uns selbst gewaltfrei sein, ohne Wut, ohne Zorn? Er war immer ein Vermittler zwischen dem einen wie dem anderen, zwischen den Gegensätzen hin bemüht, Frieden zu stiften. Und wenn wir uns selbst auch bereit sind, alles hinzunehmen, ganz ohne Bedauern, so wie es ist, dann werden wir nicht zu Mittätern, sondern wir werden frei von der Gewalt und wechseln in das Feld der Liebe. Und das ist es, was uns weiterführt. Und zwar jeden Tag. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem. Liebe Zuhörer, ich nehme Sie mit in eine andere Wahrheit und Tiefe. Rilke sagt dazu in einem Gedicht: Fern von dem Schauenden sei jeglicher Hauch des Bedauerns. Wir fühlen Bedauern, wenn wir Bilder von Opfern der Gewalt und von Verbrechen und Kriegen sehen. Und wir stellen uns vor, was sie wohl gefühlt haben, als man sie quälte und tötete. Wir sehen den Schmerz und die Trauer ihrer Hinterbliebenen, ihrer Eltern, ihrer Partner, ihrer Kinder. Es ist eine sehr menschliche Regung, die uns mit den Opfern verbindet. Wir fürchten dabei insgeheim, dass auch wir Ähnliches erleiden müssen, dass auch unser Schicksal so sein könnte. Gleichzeitig kommt der Zorn in uns hoch über die Täter. Die Entrüstung über ihr schändliches Tun und der Wunsch, dass ihnen mit Gleichem vergolten wird, damit, wie wir sagen, der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und ehe wir uns versehen, haben wir aus unserem Herzen eine Mördergrube gemacht. Die Täter wurden zu unseren Opfern und wir für sie die Täter. Aber sind wir dabei nicht im Recht? Auch viele der Täter, die jetzt unsere Opfer werden, haben gegenüber ihren Opfern das gleiche Recht in Anspruch genommen. Gibt es einen Ausweg aus dieser Verstrickung in Gewalt, sowohl von Tätern und Opfern, wie von den Opfern, die Rache und Gerechtigkeit, wie hier das Wort für Rache heißt, üben wollen und so selbst
zu Tätern an ihren Opfern werden. Rilke hat in seinem Gedicht über das Jagen den merkwürdigen Satz geschrieben und ihn kursiv gesetzt. Töten ist eine Gestalt unseres wandernden Trauerns. Vordergründig ist dieser Satz auf die Jagd bezogen, auf das Töten des Jägers und das Getötetwerden des Tieres. In diesem Zusammenhang steht auch der Satz: Fern von dem Schauenden sei jeglicher Hauch des Bedauerns. Töten und getötet werden ist uns aber vom Schicksal nicht nur mit Bezug auf die Jagd vorgegeben oder in diesem Zusammenhang auch, wenn Tiere geschlachtet werden. Nur schauen wir im letzteren Fall lieber weg als hin. Es gilt auch für die Menschen unter sich. Es ist ohne Bedauern anzuschauen, wissend, dass auch für uns das eine oder andere unvermeidbar sein kann. Es macht uns zittern. Das ist die Gestalt unseres wandernden Trauerns. Es so anzuschauen, reinigt uns von der Angst, es sei etwas gegen das Leben. In der Zustimmung zu diesem Leben, wie es sich uns zumutet, werden wir für das Mögliche und das Unausweichliche gesammelt und frei. Heute am Sonntag, weil wir an ihm zu einer gesammelten Ruhe kommen, stimmen wir dem Ganzen unseres Lebens zu, wie es ist und kommt, ohne Bedauern. Mit dieser Zustimmung bleiben wir im Augenblick. Wir nehmen ihn in seiner Fülle, für die Liebe jetzt bereit. Ich wünsche Ihnen einen solchen gesammelten Sonntag und eine glückliche neue Woche. Ihr Bert Hellinger.